Servus und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in dieser Reihe, in dieser Baudokumentation. Wir befinden uns heute an einem altbekannten Ort aus dem ersten Video dieser Reihe, und zwar hier auf dem Hügel. Und da darf ich jetzt direkt mal eine Frage, die gekommen ist, auf Instagram beantworten. Bist du in das Haus vom Nachbarn eingebrochen? Ich bin nicht eingebrochen in dieses Haus. Das ist tatsächlich mein Elternhaus, da wohnt mein Vater. Wir haben ein super Verhältnis, also wir haben jetzt nicht beim Nachbarn irgendwie gestartet, das halbe Grundstück auseinanderzureißen. Macht euch keine Sorgen, es ist alles geklärt, aber trotzdem gut aufgepasst. Und eine weitere Frage. Wird das Haus abgerissen? Ich werde das Haus nicht abreißen. Ich glaube, da würde mein Vater mir den Kopf abreißen. Das Haus bleibt, macht euch keine Gedanken. Der Baugrund, von dem ich rede, für die, die es jetzt nicht verstanden haben, anscheinend war das nicht ganz so klar, der ist da unten. Das ist es. 863 Quadratmeter Bauland, diese schöne Leiten, diese Hanglage quasi, exklusive dem Gebäude links im Bild, das ist die Garage. Exklusive dem Gebäude dahinter, das ist das angesprochene Elternhaus, aber wiederum inklusive einem Teil der Straße oben und auch nördlich von dieser Stützmauer ebenso ein Teil davon, wo dann jetzt das Carport hinkommen wird. Jetzt fangen wir aber mal ganz von vorne an. Wie hat alles gestartet? Wir sind am Samstag vom Wörthersee gekommen. Wir waren auf einem Shooting unterwegs, Auftragsarbeit. Wie gesagt, darf ich nichts dazu sagen. 2 wunderschöne Wohnungen. Aber da sind wir hier hochgefahren. Hier diese Straße hoch, weil wir noch mal kurz schauen wollten, ob alles in Ordnung ist. Und kaum schauen wir rund um die Kurve, sehen wir den Bagger mitten im Hang stehen. Wahnsinn! Und das war schon so ein Realisationsmoment für uns. Man sieht auch die Hecke noch ganz gut. Und da hat es dann im Kopf auch erst so richtig zu rattern begonnen. Aber das war dann für mich und für alle eigentlich so quasi, hey, am Montag geht's los. Ein kleines persönliches Projekt hat dann da kurz gestartet. Das ist das Loch, wo vorher dieser rote Baum gestanden ist. Den haben wir dann am Tag danach, am Sonntag, nochmal ausgegraben und umgetopft. Am Montag war es dann so, sind wir hier gestanden, 7 Uhr früh mal Baustart. Ist auch nicht normal, wenn man jetzt nicht vom Bau kommt. Wir sind dann da gestanden, einige Autos sind schon gekommen, inklusive auch der Firma, die für das Abschneiden von dieser Wand zuständig war. Die konnten aber noch nicht loslegen, weil die erste Frage an mich war, hey, wo ist der Baustrom? Und ich so, Baustrom ist relativ, wir haben den Kasten, aber der ist nicht angeschlossen. Und es war ein Problem, denn die haben 2 Anschlüsse gebraucht, 25 und 32 Ampere waren es, glaube ich. 30 Ampere hat anscheinend ein Kran, also wir waren nicht darauf ausgelegt, vor allem Ende Mai soll erst der Kran kommen. Da mussten die einfach wieder fahren. Sind die einfach mal ins Nachbartal gefahren, hatten eh noch irgendwo Arbeit. Aber so hat sich das dann irgendwie ergeben. Und am Ende des Tages habe ich dann am Montagvormittag, müsst ihr euch vorstellen, meinen Elektriker angerufen. Keiner hatte mehr Zeit, logischerweise. Die werden nicht am Montag eingeteilt, sondern die Woche davor, dass sie am Montag wissen, wo sie hin müssen, um 7 Uhr. Dann ist der Chef persönlich gekommen und hat uns hier den Zählerkasten umgebaut. Dann hat es funktioniert, hat auch ohne Probleme bis jetzt immer standgehalten. In der Zwischenzeit ist alles passiert, was letztes Video quasi gezeigt wurde. Die Containeraufstellung, unser kleines Containerdorf, was hier aufgerichtet worden ist, war alles Teil von dem Ganzen. Gleichzeitig haben wir dann damit begonnen, beziehungsweise der Baggerfahrer, damit, dass er die Rückseite der Mauer komplett ausnimmt. Wir haben quasi mit dem Aushub gestartet. Und so schnell konnte ich gar nicht schauen, war die gesamte Hecke, inklusive dem Baum darunter, also diesen Zwetschgenbaum, das war alles schon weg innerhalb kürzester Zeit, wirklich. Das war keine halbe Stunde und alles ist gelegen. Und das war spannend anzuschauen. Ihr seht es in den Aufnahmen. Wir haben es geschafft, wirklich eine vertikale Mauer runterzugraben, weil das Gelände es einfach erlaubt hat. Unglaublich. Die Terrasse und die Stiege selber, das hat mein Vater super gebaut, muss ich ehrlich sagen, mit viel Eigenleistung und viel Hirnschmalz da drinnen. Die ist selbsttragend. Das heißt, wir haben das weggegraben. Da ist nichts eingebrochen, da ist keine Last irgendwie durch das Wegfallen vom Boden drunter entstanden. Während dem Aushub ist einiges angefallen. Mein Vater hat nämlich während der Baustelle einiges auch hinter dieser Mauer, quasi in diese Ansammlung von Erdmasse, sagen wir mal, die eigentlich von hinterm Haus kommt, alles mit der Schubkarre damals hier rüber gefahren. Da war einiges drinnen an Müll, einiges an Plastik und. Es ist alles rausgekommen. Das haben sie dann alles sortiert, alles aufgeteilt. Jetzt mal kurz zur Mauer etwas. Die Mauer ist 25, 30 cm dick an der obersten Stelle und darunter ist sie nochmal so dick. Das heißt, das Fundament ist brutal. Da hat er sich richtig reingehängt bei der Konstruktion von der Mauer. Es war so viel Eisen in der Mauer drinnen,
das teilweise sogar einfach nur von irgendwelchen Baustellen als Alteisen entsorgt worden ist. Mein Vater hat das dann von einer Baufirma bekommen und hat das dann einfach nochmal reingeschmissen. Die Mauer war also wirklich voll mit Eisen. Das hat es uns natürlich nicht einfacher gemacht und in diesem Fundament der Mauer darunter sind ein paar Leerverrohrungen drinnen, die wir nicht beschädigen wollten. Deswegen haben wir uns entschieden, die Mauer abschneiden zu lassen. Ich war am Anfang ein bisschen besorgt, weil ich mir gedacht habe, oh, woran denkt ihr, wenn es zum Beispiel an Schneiden geht? Also ich denke an eine Kreissäge, ein großes Blatt, das sich dreht. Verdammt laut natürlich. Und das für einen längeren Zeitraum. Die haben das mit einer Kette gemacht. Die haben da ein Loch reingebohrt, haben die gespannt, mit der Umlenkrolle haben sie das quasi dann abgeschnitten, peu à peu. War ganz spannend anzusehen, es war relativ leise im Verhältnis zu einer Motorsäge, war es um einiges leiser. Und super angenehm und das war quasi der erste Schritt. Nachher hat dann der Bagger mit dem Hydraulikhammer die Mauer Stück für Stück zerschlagen, geht schon richtig zur Sache. Das wurde dann auch nochmal alles getrennt, also Eisen von den Betonmassen. LKWs sind auf und ab gefahren die ganze Zeit, ob es jetzt vom Aushub war oder ob es jetzt die Mauer war, es ist die ganze Zeit dahin gegangen und dementsprechend schnell war dann alles wieder weg. Das heißt 3,5 Tage und es ist alles weg und alles aufgebaut. Also eine sensationelle Zeit der Brandl Baufirma. Super Partie, super Leute, Wahnsinns Arbeitsmoral. Das muss man vor allem auch heutzutage echt hoch anrechnen, finde ich persönlich. An der tiefsten Stelle haben wir da wirklich einen Hang, der ist 4 Meter hoch. Man kann die verschiedenen Schichten von der Erde sehen. Auch witzigerweise kann man noch von ganz früher, wie der ganze Hang hier aufgeschüttet worden ist durch den Hausbau von meinem Vater, kann man die Humusschicht dazwischen gut sehen, die immer noch da ist, obwohl alles aufgeschüttet worden ist. Also fast schon wie zur Fossilienzeit gefühlt. Und heute ist einer der wenigen schönen Tage. Morgen soll es schon schlechter werden, übers Wochenende soll es schlechter werden. Die Partie hat jetzt alles abgedeckt und zwar mit so einer riesen Plastikfolie, hat alles nied- und nagelfest gemacht, damit hier der Wind nicht alles wegbläst. Aber vor allem geht es darum, dass es nicht nass werden darf. Seit dem letzten Mal hat sich wieder einiges getan auf der Baustelle und zwar in Bezug auf diesen Aushub. Wir haben noch mal einiges verloren an Masse, also wurde abtransportiert. Wie ihr sehen könnt, wir haben hier ungefähr 1,5 Meter, an der Stelle zumindest, Höhenunterschied nochmal. Das Gefälle ist natürlich schon irgendwie klar zu sehen. Da hinten sieht man, das ist bei Weitem nicht mehr so steil, aber hier haben wir 1,5 Meter. Und ihr könnt den Schutt da unten sehen, das ist die Sauberkeitsschicht. Die kommt drauf, nachdem man quasi das Erdreich abgegraben hat, nachdem man seine gewünschte Tiefe erreicht hat. Und dann kommen nochmal in dem Fall 10 cm Sauberkeitsschicht drauf und da wird dann auch drauf betoniert. Und das passiert jetzt alles dann morgen schon. Das heißt, heute ist Pfingstmontag, eigentlich Feiertag und in dieser kurzen Woche, die da morgen startet, geht es dann weiter. Da zeigen wir euch dann im Laufe der Woche die fertigen Schritte, wie es dann weitergegangen ist. Und ihr könnt gut ein paar Rohre da hinten sehen. Das ist alles nur provisorisch jetzt quasi abgehängt worden. Das ist der Erdhang dahinter. Wenn es da natürlich wie jetzt in so wechselhaften Tagen mal dagegen regnet, dann rennt das natürlich alles weg oder fällt ein. Und das will man natürlich hier mit der Plane im Vorhinein schon präventiv lösen. Die Rohre, die ihr seht, das sind Abwasserrohre und zwar vom Dach des Haupthauses. Wie angesprochen, das ist das Haus meines Vaters. Keine Sorge, bin nicht eingebrochen. Und das andere Rohr ist auch wieder ein Abwasser und zwar von da drüben. Gleichzeitig auch da drüben nochmal Anschlüsse, wieder Terrassenabläufe. Und diese Leerverrohrung, die ist die Entwässerung für das Dach dieser Garage da drüben. Das ist auch die Garage, die ebenso zum Haupthaus dazugehört. Einfach mal, dass ihr euch auch auskennt. Und jetzt kann ich euch schon ziemlich genau sagen, wo was hinkommt. Hier seht ihr nämlich eine Markierung. Und diese Markierung ist die Basis für die erste Mauer des gesamten Carport-Gebäudes, sage ich mal. Denn das ist dann der Abstellraum. Der Abstellraum geht von hier bis zu diesem Eisenstiel da hinten. Ich springe jetzt mal rein. Nicht direkt, sondern erst später, weil hier die provisorische Baustellenstraße seinen Platz finden wird. Auf dem Fundament dann quasi. Aber diese Mauer geht dann bis hierher. Das ist der erste äußere Punkt der Mauer. Das heißt, die wird auch als einer der ersten Schritte aufgemauert werden, beziehungsweise ist aus Beton, Stahlbeton, wird quasi geschalt, ausgefüllt und dann hat man hier eine tragende Wand, die auf dem Fundament natürlich dann drauf ist. Und hinten wird höchstwahrscheinlich gleich ausgefüllt werden, damit dieser Hang natürlich dann abgesichert ist. Und von hier bis hier rüber, ungefähr auf halber Länge, zwischen diesem Stiel und diesem Stiel,
ist dann genau die zweite Mauer, die dann aufgebaut wird. Die ist parallel zu dieser, führt hier nach vorne und dieser Bereich wird der Abstellraum für das Gebäude. Macht euch keine Sorgen, das Haus hat genug Abstellfläche auch in den jeweiligen Stockwerken, aber hier nochmal extern, einfach auch für Ski, für Räder, was auch immer man so braucht, ist natürlich vorteilhaft, wenn man das direkt neben dem Auto hat und das nicht jetzt ins Haus reintragen muss. Und von hier fängt dann tatsächlich das Carport an. Das Carport hat eine sehr spezielle Form, die man so wahrscheinlich gar nicht mal so oft findet, aber ist ein bisschen der Geografie hier geschuldet. Die öffnet sich nämlich wie ein Fächer, kann man sich das vorstellen. Also von hier bis zu diesem Eisenstiel öffnet sich der erste Carport-Stellplatz. Dieser verläuft dann aber nicht mehr parallel. Wir haben eine Zwischenstütze, die dann ungefähr einen Meter hier drinnen ist, damit man leichter raus und reinfahren kann bei rückwärts oder vorwärts einparken. Und von hier weg öffnet sich dann der Stellplatz für die beiden weiteren Parkplätze. Also 3 Carport-Stellplätze an der Zahl sollen es dann werden. Auf der hangliegenden Seite, also auf der Mauerseite, ist es quasi relativ schmal und dann öffnet es sich durch die Fächerung Richtung Straße dann immer weiter. Ist natürlich dann zum Einparken um einiges einfacher und soll natürlich dann auch wieder Platz schaffen bei allen Manöver, die dann da entstehen. Vor allem mit längeren Autos, ich sage mal, ein Mercedes GLS, Maybach zum Beispiel oder eine S-Klasse, die haben es natürlich schwieriger und da muss man natürlich machen, was nur geht. Bin dann sehr gespannt, wie das dann tatsächlich vor Ort und mit den tatsächlichen Gegebenheiten dann zum Parken wird. Aber es schaut schon mal gut aus und diese Mauer hier hinten wird dann einer der ersten Schritte sein, damit man den Hang sichern kann und da geht dann die Straße vorbei. Natürlich dann verhältnismäßig vom Niveau um einiges höher. Die letzte Mauer dann, die ist ganz spannend. Die startet nämlich hier und fächert sich bis zu euch auf. Ihr seht diesen Gully. Links davon endet dann die Mauer. Die verläuft wirklich geradlinig hier vorbei. Hier weiter und ungefähr hier hört sie dann auf. Das heißt, da fächert es sich nochmal schön auf. Wir haben hier auch den breitesten Teil der Straße, der dann dadurch noch um einiges breiter wird und dann natürlich schöne Fläche bietet, um außen einzupacken. Genau hier war die Spitze der Mauer. Also wir blenden euch jetzt ein paar Drohnenaufnahmen ein und da hat sich quasi der Weg lang geschlängelt bis hoch. Der ist jetzt ungefähr um 1 Meter, 1,5 Meter versetzt. Der wird dann provisorisch, beziehungsweise nicht provisorisch, aber grundsätzlich verlegt. Der kommt neben der Mauer entlang, geht dann hier hoch und rechts davon kommt nochmal eine Lagerfläche hin. Und zwar für Mülltonnen. Ist auch ganz wichtig, dass das direkt seinen Platz findet, deswegen kommt das hierher. Es geht nochmal ungefähr 2 Meter rein, geht dann, ich glaube 4-5 Meter sogar entlang. Ich weiß jetzt nicht genau, deswegen aber ich blende euch die Pläne ein, bis hierher. Und dann hat man eine wunderbare Fläche für alle Mülltonnen, ist natürlich eine wichtige Geschichte. Seit dem letzten Mal ist jetzt wieder einiges passiert, 3 Tage ist es jetzt her. Es ist auf diese Sauberkeitsschicht, auf der ich jetzt schon nicht mehr stehe, da ist jetzt schon die erste Betonschicht betoniert worden. Darauf ist dann hier zu eurer Linken oder zu meiner Rechten bereits die Schalung für das untere Fundament gemacht worden, inklusive der Bewehrung, also das Eisen darin. Ist eigentlich alles während der ganzen Aufbauten und so passiert im Laufe des Tages. Und gerade vor einer Stunde ungefähr ist der Mischwagen mit dem Beton mit der letzten Fuhr gekommen. Also der ist tatsächlich noch feucht, muss jetzt nur noch eine Nacht trocknen und morgen geht es dann weiter. Aber bevor das jetzt alles gemacht worden ist ein ganz essentieller und wichtiger Punkt heute geschehen. Es ist nämlich der Kran geliefert worden. Und Leute, ihr seht es in den Aufnahmen, das war ein Unterfangen. Ich bin so extrem froh, dass ich Profis an meiner Seite habe. Das ist nicht einfach. Allein den Kran hierher zu bekommen, das Gerät, wie das lang ist, dieser Anhänger mit dem Laster rückwärts, sind wir hier hochgefahren. In den Aufnahmen links und rechts fast kein Platz. Hätte dieser Anhänger nicht 2 Achsen auf der Rückseite gehabt, die man separat steuern kann, wäre diese Kurve hier unmöglich möglich gewesen. Ich sag's euch, das war wirklich Millimeterspiel. Und das war erst der Anfang. Wir mussten ja hier zurück zum Hauptplatz, also zum Vorplatz des Elternhauses kommen und dann quer quasi mit den Anhänger den Kran positionieren, damit so wenig Platz wie nur irgendwie möglich verbraucht wird. Und das ist gar nicht so einfach. Am Anfang war es überhaupt geplant beim Polierplan,
war fix schon die Aussage, man wird in diese Garage da drüben, das ist die Hauptgarage des Elternhauses mit 2 Parkplätzen hintereinander, nicht mehr reinkommen können. Mittlerweile hat sich das aber geändert, weil sie den Kran so unglaublich präzise und so weit zum Haus wie möglich platziert haben. Jetzt ist es möglich, beide Garagen sind frei, können genutzt werden, auch diese Garage da drüben kann genutzt werden. Das ist für uns jetzt während der Bauphase natürlich unglaublich, vor allem auch für meinen Vater, eine super Geschichte. Sobald der Kran dann positioniert wurde, ist natürlich alles mit Gewichten bestückt worden, nach und dann hat sich langsam der Kran aufgetürmt. Zuerst mal nur die Hälfte, wie ihr in den Aufnahmen sehen könnt, und dann ist er mal in seiner vollen Pracht mehr oder weniger dann da gestanden. Und Leute, es ist ein Gerät, das ist sondergleichen. Also die Optik wird nochmal so extrem verstärkt, dadurch, dass es wirklich so auf dem Hügel ist. Man schaut hier den Kran entlang, auch natürlich den Hang runter. Das wirkt so extrem. Gerade bin ich mit der Drohne geflogen. Das ist einfach nur gestört mit der Sonne, die dort hinten untergeht. So wirklich ein bisschen ein dramatisches Wetterschauspiel, das wir gerade genießen. Also sehr, sehr wechselhaft, aber irgendwie spannend zum Filmen. Und ich bin froh, dass wir da sind, muss ich ehrlich sagen. Das haben wir jetzt, diese ganze Baudokumentationsfolge von jetzt, das waren jetzt 3 oder 4 verschiedene Drehtage, die wir jetzt alle kombiniert haben. Und morgen ist Freitag. Morgen geht es weiter. Da wird diese Rückwand vom gesamten Carport-Gebäude betoniert. Das sind 7 verschiedene Betonteile. Die werden angeliefert und werden dann direkt mit Beton ausgegossen. Ich glaube, ausgeschalt werden die auch noch zusätzlich. Und das kommt aber in die nächste Folge, inklusive dem Aushub vom tatsächlichen Haus. Und hier am Boden seht ihr eine blaue Linie. Wahrscheinlich jetzt schwer zu erkennen, ich hoffe, das sieht man jetzt auf den Aufnahmen. Hier, da vorne ist schon ein bisschen verwässert, aber hier sieht man es. Das ist die Abschnittkante vom Asphalt. Das kommt alles weg, denn bis hierher wird ausgehoben. Es ist wirklich schwer vorzustellen, jetzt wenn man auf der Asphaltstraße steht, aber das wird ein Loch sondergleichen. Alles in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Stellt schon mal eure Fragen rein, was ihr hierzu sagt, generell zum ganzen Prozess. Jetzt ist doch schon einiges passiert in diesen 2 Wochen, sind es schon, 2,5 Wochen. Schreibt es in die Kommentare, hinterlasst uns ein Like, das hilft uns extrem hier auf YouTube. Und dann sehen wir uns das nächste Mal zur nächsten Folge. Macht es gut und Servus.